Steinhorst hat über 900 Einwohner und ist der kleinste Delbrücker Ortsteil mit nur 8 Quadratkilometern Fläche. Die größeren Nachbarorte sind Gütersloh und Hövelhof. Ich starte die Drohne an der Kaunitzer Straße. Unten der Friedhof, dahinter das Wohngebiet Bergstraße, Bonifatiusstraße und Michaelstraße. Die Grundversorgung wird durch dieses Lädchen gedeckt: Lebensmittel, Bäckerei und Getränkemarkt. Im Hintergrund die Kirche, davor die Häuser an der Bergstraße und Josef-Glocke-Straße. Die Steinhorster Schulkinder werden in der Grundschule Ostenland und Lippling unterrichtet. Es gibt auch einige Firmen in Steinhorst, ein Fahrzeugbauer, eine Firma für Küchenmontagen. Das ist das Wohngebiet Düsterhusweg, Niggeweg und Kaunitzer Straße. Es geht weiter mit den Firmen: ein Elektrobetrieb, ein Betrieb für Druckluftservice, ein Gartenbauer, einen Landhandel, ein Gravurenstudio, ein Nagelstudio sowie Friseursalon und einen Partyservice. Vor uns die Kaunitzer Straße, dahinter das Dorfgemeinschaftshaus und der Kindergarten. Der Kindergarten hat 2 Gruppen und es werden 29 Kinder betreut. Oben der Hof Sudhoff mit einer Biogasanlage. Seit 2005 wird Biogas geliefert, aus 30% nachwachsenden Rohstoffen und 70% Gülle wird Strom und Wärme erzeugt. Es könnten jährlich Strom für 1000 Haushalte und Wärme für 250 Haushalte geliefert werden. Unten das Wohngebiet an der Steinhorster Straße, Bonifatiusstraße bis zum Bolzplatz. Nochmals das Zentrum mit dem Kreisverkehr und dem neu geschaffenen Platz um die Kirche. Unten der Gasthof Steinhorster Krug. Dieser Jubilar wollte unbedingt mit auf dem Film. Es gibt 3 Lokale in Steinhorst: der Steinhorster Krug, das Café Brinkmeier mit dem schönen Biergarten, Nähe des Steinhorster Beckens und die Gaststätte Pape. Nun gehen wir in die Kirche von Steinhorst mit dem Christuskönig Hochaltar. 1987 wurde umfangreich restauriert, 2002 letztmalig neu ausgemalt und 2004 wurde die Orgel neu überholt. Start der Drohne am Scherbrink mit den Wohnhäusern. Steinhorst hat einige landwirtschaftliche Betriebe, Geflügelhöfe, Frischeiproduktion, Viehhandlung, Kartoffelanbau und Handel. Die Häuser am Meerweg, Heidekamp und Steinhorster Straße. Es gibt auch einige Vereine in Steinhorst. Der größte ist der Bürgerschützenverein mit ca. 400 Mitgliedern, der Karnevalverein mit ca. 200 Mitgliedern, der Heimatverein ca. 170 Mitglieder, die KfD 150 Mitglieder, Tennisverein ca. 130 Mitglieder, Musikverein Emslandjäger 100 Mitglieder. Dann gibt es noch die Jagdhornbläser, der Angelverein, die Landfrauen, der Kirchenchor, Messdiener und den Löschzug darf man nicht vergessen. Stationiert in Lippling, hat 50 aktive Mitglieder, 9 Jugendliche werden ausgebildet und es gibt 4 Fahrzeuge, die auch für Steinhorst zuständig sind. Das Steinhorster Becken wurde Anfang der 1970er Jahre als Hochwasserrückhaltebecken an der Ems errichtet. Dadurch sollten insbesondere die unterhalb liegenden Städte Riedberg und Rehda-Wiedenbrück vor Hochwasser geschützt werden. Es entstand die Idee, im Steinhorster Becken Hochwasserschutz und Naturschutz zu kombinieren. In den 1970er und 80er Jahren
kaufte das Land Nordrhein-Westfalen ca. 80 Hektar Fläche im Kernbereich des Hochwasserrückhaltebeckens für Naturschutzzwecke. Diese Fläche wurde in den 1987 bis 90 aufwendig als Biotop für Wasser- und Wattvögel gestaltet. Zu beiden Seiten der Ems wurden mehrere Wasserteiche angelegt. Zusätzlich wurden Feuchtwiesen und Sumpfzonen entwickelt. Das Steinhorster Becken gilt als das größte von Menschenhand geschaffene Biotop in Nordrhein-Westfalen. Hier wurden schon über 150 verschiedene Vogelarten nachgewiesen, darunter der Kiebitz, Haubentaucher, Fischadler und Eisvogel. Seit 2009 brütet der Weißstorch im Steinhorster Becken. Das Steinhorster Becken ist als europäisches Vogelschutzgebiet gemeldet. Viele Menschen aus nah und fern besuchen regelmäßig das Steinhorster Becken, um das Schutzgebiet über den 4,5 Kilometer langen Rundwanderweg zu umwandern, zur Vogelbeobachtung und zur stillen Erholung. Besuchen Sie das Steinhorster Becken. Mit Kamera und guten Objektiven schießen Sie ganz tolle Fotos. Ein Rundblick über Steinhorst aus 100 Metern Höhe. Das war dann auch mein Film über Steinhorst und das Steinhorster Becken. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, dürfen Sie meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren.